Ich bin über Nacht etwas gewachsen. Nein, Spaß, ich stehe hier auf der Stufe. Wir sind am Stand von Yukon und ich bin mit. Luc Schöters ist mein Name. Was machst du? Was ist deine Position hier? Ich arbeite im Export, im Vertrieb bei Frankia und betreue eigentlich die westlichen, nördlichen und östlichen Länder von Frankia und von Yukon. Und wir sind jetzt hier bei einem ganz neuen Produkt von uns, beim Yukon Cape-Peak. Yukon Cape-Peak kannte man so noch nicht bei uns. Also wir haben hier ein Fahrzeug entwickelt mit einem ganz neuen Außendesign. Innen haben wir richtig aufgerüstet. Also wir haben innen unter anderem, um mal so ein paar Facts zum Fahrzeug zu nennen, wir haben immer die große Mercedes-Maschine drin. Wir haben 2 LED-Frontscheinwerfer. Also gibt es auch nur auf Mercedes? Gibt es auch nur auf Mercedes, so wie das Fahrzeug hier steht. Wir haben eine riesige Batterie drin. Wir haben eine 300 Ampere-Stunden Batterie drin. Heißt, ich kann dann einfach länger freistehen? Also wir sind sehr, sehr autark unterwegs. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich es nicht drauf anlegen würde, kriege ich die auch nicht leer. Wir haben auch immer Solar mit auf dem Dach, wenn wir schon bei der Elektrizität sind. Immer eine 90 Watt Solaranlage. In Verbindung mit dem Aufstehdach jetzt auch neu seit diesem Jahr mit 2x90 Watt. Also dann haben wir 180 Watt Solar insgesamt. Und da sind wir auch wirklich autark unterwegs. Wir haben immer eine Dieselheizung mit drin. Also das heißt, ich brauche mich auch um das Gas nicht kümmern. Brauche ich gar kein Gas oder zum Kochen? Zum Kochen brauchen wir Gas. Wir haben allerdings das Heck auch nochmal neu, beziehungsweise hinten die Garage nochmal neu entworfen. Und statt 2x11 Kilo Gaskasten habe ich jetzt nur noch einen kleinen Gaskasten, also 1x5 Kilogramm. Dann haben wir ein Elektrikfach jetzt hinten. Also man kommt auch, sollte mal irgendwas mit der Elektrik passieren, auch sehr leicht an die Elektrik dran. Also ich sehe auch dann direkt die Batterie, die ganzen Sicherungen. Also das ist alles nah beieinander. Verstehe. Und wir haben hier Thema Autarkie und Offroad, was das Fahrzeug hier natürlich leben soll. Haben wir hier auch schwarze Stahlfelgen mit dabei, sehr passend zum Fahrzeug mit dem BF Goodrich AT3. Extrem cool natürlich, das neue Außendesign. Finde ich auch, also sehr, sehr sportiv, oder? Ja, das ist sehr, sehr ein bisschen abstrakt. Trotzdem lebt es der Cape-Peak. Vielleicht überhaupt, ich sage die ganze Zeit Cape-Peak, die Leute wissen ja gar nicht, was Cape-Peak heißt. Modell, ne? Herkommt, ne? Ja. Also wir sind hier bei der Marke Cape-Peak, beziehungsweise bei der Marke Yukon. Der Namensgebung sagt sie schon ein bisschen, Yukon Kanada. Ne, es soll Offroad, es soll Autarkie, es soll cool sein. Jetzt auch ein richtiges Energiebündel, oder? Mit der Batterie und so weiter, mit dem Solar? Das sicherlich. Ja. Dann sind wir beim Cape-Peak. Ne, K ist der Kiel Peak, da kommt der Name her. Kiel Peak ist der höchste Berggipfel in Yukon, Kanada. Also da, wo auch der Yukon herkommt. Also er kommt mit dem... Damit wir auch zur Spitze kommen. Ja. Genau. Was für eine Spitze? Ah, die 3-Minuten-Regel. Genau. Ja. Entschuldigung. Also, danke fürs Unterbrechen, Jan, und Entschuldigung fürs Unterbrechen. Wir wollen natürlich auch, dass ihr weiter unsere Videos gucken könnt und bitte, bitte abonniert German Television, damit wir ja so tolle Leute wie ihn hier vor der Kamera haben können, weil du machst das echt super. Also ich habe ja eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil du alles schon von dir aus erklärst. Also ich darf mir gar keine blöden Fragen mehr überlegen. Nee, aber jetzt darfst du auch gerne weitermachen. Bitte abonniert German Television. Ja. Ich habe mich auch kaum rausgebracht, aber ich mache nichts. Soll ich noch mal ein bisschen drum rumlabern, dann kannst du dir... Ich krieg das hin. Also wir sehen jetzt hier auf dem Außendesign, was da die Idee nochmal dahinter war. Wenn man da nochmal drauf zeigt. Yukon aus dem Ursprung, der Name Cape-Peak natürlich, Kiel Peak, wo es herkommt. Wir sind hier in einem Bergdesign. Trotzdem haben wir den alten Yukon-Smiley. Kennt ihr den? Das ist so ein... wir können mal bei Ihnen hier ganz lustig auf dem Ärmel filmen. Siehst du das? Mal ganz kurz dein Smiley zeigen. zeigen. Also es war... Dankeschön. Das war so, ich sag mal, das erste Logo, das erste abstrakte Logo von Yukon. Wir sehen hinten nochmal den Smiley in groß bei ihm, vielleicht jetzt im Hintergrund. Und aus diesem Smiley haben wir jetzt das neue Design geformt. Also hier sehen wir natürlich den Mund und daraus wurde jetzt ein Berg. Interessant, also da kommt man jetzt nicht so unbedingt direkt drauf, wenn man es nicht erklärt, oder? Naja, muss es ja auch nicht. nee. Ne? Es muss ja dann am Ende auch nur cool sein und eine Hintergrundgeschichte haben. Dann haben wir hier nochmal die Bergspitze. Das hier ist der Cape Peak dann am Ende.
der Kiel Peak, was er dann am Ende darstellen soll. Falls Leute das googeln, das schreibt man K-E-E-L-E und dann Peak. Also deswegen ist es dann am Ende nicht der Kiel Peak, sondern der Cape Peak geworden, weil es ansonsten ein bisschen schwierig zum Aussprechen wäre. Ne? Nicht, dass die Leute hierher kommen und sagen, ich habe Interesse an den Kehle Peak dann am Ende. Ne? Also deswegen. Aber das hören wir super selten. Also ich meine, dass das so eine riesen Story dahinter ist, irgendwie hinter einem Namen. Meistens ist es, ja, es heißt halt so, ne? Oder, John? Ja, das sehe ich genauso, ja. Ja, jetzt clever gemacht, wirklich. Jetzt haben wir allein schon irgendwie, ich glaube... Wenn man sich das überlegt, kann man zumindest auch eine Hintergrundgeschichte mal erklären. Ne? Ja, auf jeden Fall. Falls da Leute von German Television kommen, dann kann man denen meine Story erzählen. Ja, also jetzt haben wir 5 Minuten allein über den Namen geredet. Also ich glaube, das Video wird gefühlt eine Stunde. Dann mattschwarzes Design mit glänzend schwarzen Akzenten. Also wir haben kein Silber mehr. Also wir haben hier mattschwarze Folie, wir haben hier einen glänzend schwarzen Streifen und unser Yukon-Logo auch nicht mehr in Silber, sondern jetzt auch schwarz oben, nur beim K-Peak, wollte schon Kiel Peak sagen. Aber da wurde ich überstimmt. Und ja, das haben wir hier natürlich, das war auch natürlich, wir wollen indem sie sehr neutral bleiben und mit so kleinen orangenen Akzenten. Auch die Farbe von Yukon, auch orange, deswegen sind dann auch die Akzenten hier in orange. Wir gehen gerade mal weiter. Ja, wir haben hier die Farbe, haben wir uns für ein Tenorit-Grau Metallic entschieden. Tenorit Grau Metallic ist auch die Frage, warum natürlich. Wir wollten ursprünglich, wir gehen ja sehr in Richtung Schwarz, sehr in Richtung Offroad und cool, wollten aber jetzt trotzdem die Nachteile, die ursprünglichen Nachteile vom Schwarz nicht haben, dass sich das Fahrzeug so schnell aufheizt und haben uns eigentlich für unseren Favoriten entschieden und es so best wie möglich kombiniert. Also da haben sich die Leute von Yukon schon echt einiges einfallen lassen, einiges Neues, oder? Würde ich behaupten, ja. Was ist denn jetzt, also klar, Design auf jeden Fall, aber was ist denn jetzt extrem anders noch geworden an dem Auto? Also jetzt im Vergleich zu vielleicht Vorgängermodellen. Also ich laufe einfach mal vorne, weil von vorne sehen wir es noch am besten, wenn wir den Yukon von vorne mal angucken. Also ich zeige mal hier vorne auf die Frontscheinwerfer. Wir haben auch so ein bisschen Offroad-mäßig, oder? Ja, wir haben 2 mal 52,2 cm Frontscheinwerfer, LED-Frontscheinwerfer, sind auf dem Arbeitslicht gekoppelt. Also ich blende auch nicht jeden, wenn ich mein Fernlicht anmache, wie das manchmal so ist, wenn ich solche Scheinwerfer habe. Die kann ich separat mit einschalten, ist auch in der Armatur mit eingearbeitet, also es fällt gar nicht auf so direkt. Wir haben ich hatte es vorhin schon gesagt, eine 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, schon ordentlich, ja. Inklusive Heizung. Also sogar wenn ich jetzt mit so einem Offroad-Fahrzeug zum Yukon Bergspitze, zum Berggipfel fahren würde, wäre ich da immer noch gut versorgt. Und die Batterie könnte ich trotzdem von außen laden, weil ich die Heizung drin habe. Ja. Also Stichwort Autonomie, Freistehen und so weiter ist hier ganz groß geschrieben, oder? Autarkie ist sehr, sehr groß geschrieben. Wir haben Dieselheizung, hatte ich vorhin schon gesagt, D6E, eine Truma D6E, eine Luftheizung haben wir drin mit Elektroheizstab. Endlich mal jemand, der sich auskennt und nicht einfach nur sagt, ja, ist halt eine Truma-Heizung drin, ne? Das sagen wir nämlich dann, ja okay, Truma kennen wir, aber mehr auch nicht. Also 6 kW stark, falls das noch jemand da genau drauf, genau wissen möchte. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt einmal drum rumgelaufen. Vielleicht gucken wir auch noch mal in rein, oder? Ja, unbedingt, natürlich. Die Leute sind schon neugierig geworden, bestimmt. Also Mercedes-mäßig haben wir hier an Yukon-Optionen alles, was möglich ist. Also wir haben hier alle Mercedes-Optionen drin, die man überhaupt nur wählen kann. Zusätzlich haben wir hier sogar, was beim Yukon normalerweise nicht verfügbar ist die Yukon Thermofronic. Also ist die Klimaautomatik für vorne. Und wir haben, es gibt ja zu diesem Fahrzeug, wie es hier steht, gibt es natürlich einen ganz großen Konkurrenten. Wir nennen jetzt keine Namen und da sind wir jetzt definitiv auf einem sehr, sehr guten Weg, hier eine Alternative zu stellen, beziehungsweise hier einen Gegner zu stellen. Wir liegen hier bei einem Anfangspreis beim Yukon 6.0 GD. Da wollte ich nämlich auch gerade drauf raus. Bei 112.500 €. Wir liegen beim 6.0 BD, beim Querschläfer, also GD war der Längsschläfer, 6 Meter Längsschläfer, 6.0 BD ist der Querschläfer bei 115.000. Was ist das jetzt hier? Das hier ist der 7.0 GD, das wäre das dritte Modell.
Und das ist 7 Meter, auch Längsschläferbetten im Innenraum. Und der fängt an bei 118.500 €. Ach so, du hast gerade von einem anderen Modell gesprochen, der ein bisschen günstiger ist. Von den 2 anderen Modellen, 6.0 GD, BD, also Längsschläfer, Querschläfer. Den Querschläfer kennt man ja, ist der typische 6 Meter Grundriss im Kastenwagen. Und hier nochmal 7 Meter mit Längsbetten. Hier fangen wir an bei 118.500 €. Es bleiben auch noch lediglich 5 Optionen, die ich wählen kann, die ich zusätzlich wählen kann. Ansonsten ist wirklich alles von Haus auf drin. Okay. Wir haben hier nur noch... Zu wissen. Also so viel mehr kommt nicht mit drauf, oder? Vom Preis? Nee, also prinzipiell ist er schon voll. Es sind wirklich nur noch einzelne Optionen, nicht die ich mitbestellen muss, sondern die wirklich übrig geblieben sind, wo wir jetzt sagen, okay, die könnte vielleicht nicht unbedingt. Genau, könnte man mit reinnehmen. Wir haben jetzt die Markise zum Beispiel nicht ab Werk, weil wir im Kastenwagenbereich sehr oft das Thema haben, dass wir natürlich sagen, okay, bleibt irgendwo hängen oder nutze ich nicht oder ich nutze einen Sonnenschirm. Ja, oder man fährt auch schnell weiter, dann will man die nicht immer rausfahren und so weiter. Ne? Deswegen ist das eine Option. Trotzdem ist es ja häufig gefragt, die Markise. Deswegen bleibt es übrig. Ja. Wir haben, sehr gutes Beispiel. Ja. Wir haben einen Wechselrichter, haben wir noch drin als einzelnes, was jetzt nicht in der Serienausstattung mit drin ist. Wir haben einen WLAN-Router mit drin. Wir gehen schon mal. Ja. Und wir könnten auch als Option die 2 Kurzsitzplätze hinten streichen. Das heißt jetzt nicht, dass die komplett wegfallen, sondern das heißt eigentlich nur, dass ich die Gurte nicht habe und deswegen mehr Zuladung hätte, was ich mit nutzen könnte, einfach da, um noch mehr Flexibilität zu bieten. Ja. Jetzt ist es ja doch ein stolzer Preis für einen Kastenwagen, muss man sagen. Du bist aber, denke ich, der Meinung, dass es das Geld wert ist, oder? Was ist denn hier, was rechtfertigt den Preis? Also wir sind hier verhältnismäßig natürlich im obersten Kastenwagensegment unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen, allgemein ja auf Mercedes. Ja. Ich meine, der Mercedes an sich. Schon teuer, ne? Ja, teuer sagt man nicht. Ja, das ist, aber man kriegt... Und wir sind hier natürlich mit 4x4 unterwegs, was den Preis rechtfertigt. Das können wir hier definitiv sagen, das können wir auch laut sagen. Also wir haben hier Optionen inkludiert in der Serie im Wert von beim 6.0 BD von etwa 129.000 €. Also wir bieten ihn an für 112.500 €. Also wenn man den Yukon K-Pick nimmt, abgesehen vom Außendesign, abgesehen von den Frontscheinwerfern und was noch alles mit drin ist, spart man zusätzlich tatsächlich 17.000 €. Und es ist bei jedem Grundriss so, also wir sparen etwa zwischen 17.000 und 18.200 €. Im Gegensatz, wenn ich sie jetzt direkt mit dem normalen Yukon vergleiche, mit den Einzeloptionen. Und verglichen mit vielleicht einem großen Konkurrent, man hat es vielleicht auch schon gemerkt, als ich den Anfangspreis genannt habe, wir lagen bei 112.500 €. Das ist der kleinste dann. Genau, oder beim Querschläfer, beim typischen, den man kennt, bei 115.500 €. Und wir liegen da tatsächlich 10.000 € unter der Konkurrenz. Okay, das ist schon ein Wort auf jeden Fall. Man kriegt ja eigentlich extrem viel dann fürs Geld. Ist denn beim K-Peak eigentlich alles gleich, bis auf der Grundriss dann? Also vom Energiepaket, von Solar, von... Alles identisch. Okay. Wir haben jetzt 2 einzelne Optionen, nur weil es nicht anders möglich ist. Wir haben zum Beispiel beim Querschläfer haben wir zum Beispiel Stauraum im Heck. Was dann noch inkludiert ist, das kann ich aber beim Längsschläfer gar nicht mitbestellen. Das ist hier aber schon inklusive. Und bei den Längsschläfer habe ich jetzt die Verlängerung im Mittelraum noch mit dabei. Aber das kann ich ja im Querschläfer auch gar nicht mitbestellen. Und da kriege ich einfach nochmal eine riesen Liegefläche. Also es sind 2 Optionen, die sich da wirklich... Habe ich dich gerade angeklopft? Nee. Nein. Da kriege ich natürlich eine riesen Liegefläche. Das sind Optionen, die sind gewollt, die sind auch fast zu 100% immer mitbestellt. Die sind auch hier in der Serienausstattung mit drin. Kann ich halt im Querschläfer nicht direkt miteinander vergleichen. Also es sind wenige Optionen, aber ansonsten die Technik und so ist gleich. Genau, bleibt alles gleich. Am besten, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Ich kurz noch eine Frage stellen, weil du siehst ja jetzt schon ziemlich groß aus. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,93 Meter, ne? Das täuscht. Man muss auch sagen, also ich liebe und lebe ja Kastenwegen, trotzdem ne, meine Körpergröße spielt nicht ganz mit. Meistens ist es ja so im Kastenwagenbereich, muss man ganz ehrlich sagen, außer ich habe ein super Hochdach, die sind ja meistens begrenzt auf 1,90 Meter. Ich meine, ich habe jetzt auch nochmal Schuhe zusätzlich an. Bei mir geht es immer gerade so, wirklich, aber wirklich dann vom Stehen her
dann, also, ja. Aber gibt mal gedacht, irgendwie einen Superhochtauch auch anzubieten? Oder? Gibt es, hatten wir gibt's? ja schon. Okay. Hatten wir schon, war der 7.0 Launch zum Beispiel, sehr auch ein gut. Superhochdach. Also der, wie der Yukon 2000, darf ich jetzt nichts Falsches sagen, 2019 auf dem Caravansalon vorgestellt wurde. Du kennst dich schon echt gut aus, also muss man wirklich sagen. Dann, der hat dann außen, hatte dann solche, also so Prototyp Erlkönig-mäßig soll der wirken, auch mit den Yukon-Smileys außen war der schwarz mit weiß. Der ist dann jetzt seit diesem Jahr bei uns aus dem Programm rausgenommen worden. Weil die Nachfrage nicht da war? Oder? Ja, würde ich, weil das Superhochdach seitens Mercedes nicht mehr gebaut wird, Aha, wir dann auch nicht gesamt anders ändern wollten. Ja. Und wir wollten ihn jetzt auch nicht auf dem Ford oder so wieder beleben. Das wäre ja, hätte auch nicht, einfach nicht zur Marke gepasst. Und deswegen haben wir jetzt die 3 Grundrisse, die 3 beliebtesten Grundrisse, würde ich sagen. Da brauchen wir nicht unbedingt erweitern. Also wir haben mit den Längsschläfen, den Querschläfen 6 Meter und 7 Meter haben wir Mercedes-mäßig eigentlich schon ziemlich alles abgedeckt. Ich wollte jetzt ganz kurz mal sagen, setz dich bitte mal hin, dass die Jeanne in der Zeit vielleicht, wenn das einigermaßen geht, oder müssen wir da die Leiter vielleicht erstmal kurz Sollen wir raushängen? das machen? Das ist einfacher. Ja. Soll ich rauslaufen? Dann hast du innen mehr Platz, wenn du filmst. Genau, und dann kannst du mir ruhig noch ein bisschen was erzählen und dann kann die Jeanne nämlich schon mal ein paar Schränke vielleicht zeigen und ein paar Schubladen. Ich sag auch nochmal ganz oben das Aufstelldach. Genau. Also da kann man natürlich mit der Leiter hoch, haben wir gerade gesehen. Natürlich ist dann ein bisschen was vom Platz weg, aber es ist trotzdem sehr gut, vor allem für einen Kastenwagen. Also wir haben ja schöne Sitzgruppe und so weiter. Meter vielleicht, das ist noch interessant, oder? Ja. Für die gerade gucken, wir sind hier im 7 Meter Kastenwagen unterwegs mit den Längsschläferbetten. Es gibt 3 Optionen nochmal, genau. Ja. Genau, die einzelnen Optionen. Was hier interessant wäre, im Gegensatz auch wieder zum Heckbereich, nicht, dass der uninteressant ist, wollen wir noch mal kurz warten oder wollen wir weiter erzählen? Ja, du kannst ruhig machen. Du kannst ruhig erzählen, genau. Ja, also wir haben hier nicht nur außen ist irgendwas neu im K-Peak, sondern auch innen haben wir was anders gemacht. Standard ist immer das Wispy White, nennt sich das bei Yukon. Also das ist die Farbe, das ist das Holz mit dem Weiß. Und das kombiniert mit einer Velour-Leder-Kombination. Wir sehen es hier, wir haben hier hinten Velour und hier haben wir das Leder. Und wir haben K-Peak gebrandete Kopfstützen, wie man es hier sieht. Auch wieder so dezent, wie man das Yukon außen hatte. Sehr dezent. Und wir haben einen Teppich, der ist auch Standard. Auch K-Peak gebrandet. Hier allerdings orange, sonst wäre es zu unauffällig gewesen. Trotzdem wirkt es sehr hochwertig hier. Absolut. Also Entschuldigung fürs Unterbrechen, ich bin absoluter Fan von diesen Sitzen. Ich finde die super. Die sind schlicht und trotzdem edel und gemütlich zugleich, oder? Ja, das ist absolut. Auch neu bei Yukon in diesem Jahr sind dass wir inzwischen Leder und Mercedes-Benz Komfort-Sitze in Kombination anbieten könnten. Also wir sehen hier einen Sitz, auf den ich sitze. Ein absoluter Fan von ist der Mercedes-Benz Komfort-Sitz in Kombination mit dem Leder. Wir haben die Rücksitze in diesem Jahr auch geändert. Also wir haben hier eine Kader eingezogen. Also wenn du mal mit dem Rücken so ein bisschen anlehnst, merkst du richtig so, du hast so eine Lendenwirbelstütze so gut wie möglich nachgeahmt. Und wenn du, das ist aber ein bisschen tricky, wenn du rechts unter dir greifst, unter diese Holzkante, da ist hier, den verstellen. und dann kannst du rechts rausschieben, das ist die Fahrtstellung. Ja, da muss ich so ein bisschen, okay, warte. Ich sag nicht, das soll geübt sein. Soll ich es mal machen? Ja, gerne. Können wir auch gerade mal tauschen. Das ist speziell im 7 Meter. Hier eingreifen und dann rausschieben. Okay. Und dann habe ich so eine kleine Fahrtstellung. Und wir sehen schon, was hier versteckt wurde an der Seite. Hiermit kann ich dann wieder den Zwischenraum auffüllen. Die stecke ich dann rein. Das hier rein. Dann habe ich eine verlängerte Sitzgruppe. Im Prinzip, das ist die Fahrtstellung, nennt man das. Vor allem, weil man es normal dann hier einen etwas schmäleren Durchgang hat. Vorteil allerdings daraus ist, bin ich tatsächlich mit 2 Kindern unterwegs. Kenne ich das ja, also ich kenne es von mir und meinem Bruder früher. Haben wir uns mit der Schulter berührt und sind nach Kroatien gefahren. Der ist wahrscheinlich genauso klein wie du. Ja, das ist auch 1,93. Ja, okay. Dann war es tatsächlich immer ein Kampf hinten. Ja, und, deswegen aber das ist auch ein bisschen unfair. Ne? Also der Kastenwagen ist gar nicht so klein, aber neben die sieht wahrscheinlich alles klein und schmal aus. Also du passt da irgendwie gerade so auf die Bank, aber ich denke, Jeanne und ich, wir hätten da auch so Platz, oder? Ja, genau. Aber es ist schon sehr schön, wenn man auch Komfort auf den, wir sagen mal, die minderwertigen Plätze hinten hat. Genau. genau.
Und da haben wir auch aufgerüstet, eben mit dieser Keder. Wir haben einen... Ich wollte mal ganz kurz hier auch ein paar Sachen noch zeigen währenddessen. Entschuldigung. Mit der eingezogenen Keder, die wir haben, mit der Lendenwirbelstütze, weil wir wollten dann auch sagen, okay, den Komfort hinten, das ist ja auch sehr wichtig. Wir wollen nicht vorne was ändern, sondern wir wollen die gesamte Sitzgruppe aufwerten. Ist allgemein bei Yukon so, also es ist auch, wenn ich ganz normal Stoff bei Yukon mitbestelle, ist das so. Wir haben hier vielleicht noch was Kleines, was wir zeigen können. Wir haben hier eine Verlängerung. Das ist jetzt keine... Ja, sehr großer Tisch. Aber vollwertig für 4 Personen. Also ich würde auch behaupten, mit 4 Personen bin ich für einen Kastenwagen gut gerüstet bei dem 7 Meter. Wir haben vorhin das Aufstelldach schon gesehen. Ja. Das Aufstelldach gibt es hier nur in einer Version und zwar... Ist das Option oder ist das Serie? Die Option kostet 9.990 €. Also da sind wir auch noch mal ein bisschen günstiger geworden im Vergleich, was man dort mitbekommt, weil wir haben hier nämlich immer ein volles Aufstelldach. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch das Mini-Heki immer schon inkludiert. Das ist das? Mini-Heki ist das Dachfenster, also Hebekippfenster. Da kommt der Name her, das wissen viele gar nicht. Ne? Jeder sagt immer bloß Heki, aber dann, wo kommt der Name her? Ne? Hebekippfenster, es ist ja oftmals eine Diskussion beim Aufstelldach. Okay, nehme ich ein Aufstelldach, nehme ich keins. Warum? Wegen dem Tageslicht. Ne? Und weil normalerweise verliere ich das komplette Tageslicht, zumindest das, was von oben reinkommt, was ja das meiste ist. Und nach dem Schlafen lüften ja viele auch sehr gerne. Und das ist hier möglich, ne? Genau, und ich meine, das ist normalerweise auch möglich, aber wenn die Luft bloß seitlich rausgehen kann und es geht kein Wind, oder wenn die Hitze rausgehen kann, das geht über ein Fenster immer am einfachsten. Auf jeden Fall. Und da bräuchte ich jetzt nicht, wie in anderen Kastenwegen vielleicht auch, erstmal das Hochfahren und dann erstmal alles aufmachen, dass es dann rausgeht, sondern ich brauche nur das Fenster aufmachen. Das kann ich auch schon mitmachen. Ich habe das gar nicht, ganz im Ernst, ich habe das Fenster gar nicht gesehen. Nicht? Ich bin so, du redest die ganze Zeit darüber, ich zeig die Öffnung, ne? Aber ich habe noch gar nicht da hochgefilmt. Ja, also jetzt muss ich noch mal fragen, das ist jetzt das neue Modell hier. Wie lange gibt es aber diesen K-Peak schon? K-Peak an sich, der ist ganz neu, der wurde jetzt hier auch erst vorgestellt. Okay. Also alle 3 Modelle sind neu? Alle 3 Modelle sind neu. Die Grundrisse an sich sind allerdings nicht neu. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Also der Yukon hat also den 6.0 BD, GD und 7.0 GD, die gibt es schon länger. Die gibt es jetzt inzwischen so seit 2 Jahren. Der K-Peak allerdings, genauso wie er hier steht, der ist sehr neu. Okay. Habe ich verstanden. Für alle, die natürlich auch gerne, wenn sie unterwegs sind, mal kochen wollen. Ich habe gesehen, dass hier die erscheinen mir richtig stabil. Genau, die können wir gerne aufmachen. Also man kennt das, man merkt es natürlich dann auch, dass die Mercedes Yukon bei Francia gebaut werden. Ne? Das ist mal wieder deutsche Qualität, man sieht es hier. Das sind schon andere Sachen. Wenn man das mal ausklappt, dann denkt man sich, oh, okay, ja. Ob ich mich da drauflehnen kann. Also wenn die hier was bauen, dann wollen wir es auch massiv machen. Wir haben hier auch beim 7.0 ein 4,1 Tonnen Fahrzeug, also dann brauchen wir uns auch seitens dem Gewicht keine Sorgen machen. Natürlich mit dem großen Führerschein. Trotzdem war es uns wichtig, zu sagen, trotzdem war es uns sehr wichtig, ein Modell anzubieten mit 3,5 Tonnen. Das heißt, der kleinste hat dann 3,5 oder? 6.0 GD, 2-Personen-Fahrzeug. Hat 3,5 Tonnen, da trotzdem noch mit genug Zuladung. Ist ein Wie viel Zuladung? Beim Kleinen? Ist etwa 400 Kilo noch, was wir da übrig haben. Und hier, wie viel Zuladung? Wir sind hier auch ungefähr bei 400 bis 500 Kilo, weil da einfach 1 Meter länger ist. Dann aber auf 4,5 Tonnen. 4,1 Tonnen, Entschuldigung. Kann man die in irgendeiner Art und Weise noch auflasten? Oder, falls man jetzt sagt, ich hätte gerne vielleicht noch ein bisschen mehr Gepäck dabei? Also 100, 200 Kilo gehen da noch, allerdings alle nur seitens dem Handel oder selbst in Verbindung mit dem TÜV. Wir bieten es ab Werk nur ab bis 4,1 Tonnen an. Das ist ja schon mal eine spannende Frage, weil es sich noch mal ein ganz anderes Fahrzeug handelt. Wir fragen das gerne mal bei so normalen Wohnmobilen, aber wie macht man das dann mit der Auflastung? Wie ist das technisch möglich? Das ist bei diesem Modell, also das würde, soweit ich mich jetzt rein spontan aus dem Bauch raus sagen würde, geht es ohne technische Änderungen hier nicht, weil auch die Reifen natürlich begrenzt sind. Wir sind bei dem BF Goodrich AT3, die haben jetzt nicht die allerhöchste Traglast. Hier bei diesem Fahrzeug geht es noch bis 4,1 Tonnen, würde aber behaupten, dass sie damit ausgelastet sind und dass da schon andere Reifen oder eine verstärkte Feder irgendwo noch das war mir jetzt mal wichtig, weil ich weiß es ja auch gar nicht und die anderen, die sind natürlich auf einem ganz anderen Fahrgestell aufgebaut. Und da hat man eigentlich mehr. Nicht unbedingt, aber die haben halt andere Wände, die sind dann nochmal außen anders aufgebaut. Also ich glaube, das Fahrgestell muss es ja tragen können.
und man hat eigentlich mehr Platz nach oben, als das, was angegeben ist. Das heißt, du musst einfach nur umschreiben und kannst mehr draus machen. Aber wenn du mehr als 3,5 Tonnen hast, kannst du es halt nicht mal mit einem normalen Führerschein fahren. Genau. Hier zum Beispiel bei uns im Neo, ne, wo man ein Chassis hat, was für 4,5 Tonnen ausgelegt ist. Ne, man fährt es allerdings mit 3,5 Tonnen dann auch und dann müsste man tatsächlich nur umschreiben, dass man sagt, ich gehe auf 4,5 Tonnen dann. Aber das haben wir, ist hier der Fall nicht. Ablassen geht dann teilweise schon auch, wenn ich wieder auf 3,5 Tonnen zurück will. Aber da muss ich solche Richtungen gehen, wie dass ich tatsächlich 2 Sitzplätze zum Beispiel austrage, weil es jeweils mit 2 mal 75 Kilo gerechnet wird. Okay, wir wollen jetzt mal weiter gucken, weil ich habe das Gefühl, du hast super viel zu erzählen, das ist auch super interessant. Ja. Aber wir wollen ja auch noch die anderen ganzen Fahrzeuge von Frankia und von Yukon zeigen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal das Bad an. Hätte ich gesagt. Ja. Soll ich mal einklappen? Ja, gerne. Ja. Jeanne, wie viele Schränke und sowas hast du schon gezeigt? Du musst mich darauf hinweisen, was wir noch nicht gezeigt haben. Das Heck habe ich noch mal ganz kurz gezeigt. Genau, die 2 Betten habe ich natürlich gerade eben gezeigt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so genau drauf eingehen, oder? Genau. Da ist vielleicht hier das noch. Hast du es schon gezeigt? Nee. Gut, also Schrank. Das kann man vielleicht mal zeigen. Ansonsten haben wir hier wahrscheinlich einen Doppelboden. Ist da vielleicht noch eine Schublade oder ist das ein Fach? Mach's oder kann auf. man da eventuell durchgreifen, genau. Okay. Das ist im Prinzip. Mach auch mal die Klappe auf. Genau, aber man kann da sich natürlich noch was. Mach mal die Klappe auf. Und hier denke ich mal passt noch was Kleines. Ah, okay. Ja. Da ist auch ein bisschen Technik drunter. Genau. Okay, alles klar. Aber das ist schon richtig geil. So ein Längsschläfer hier bei einem 7-Meter-Fahrzeug, bei einem Kastenwagen sind wir ja immer noch. Also das ist schon großes Kino. So. Mal ganz kurz. Hier ist natürlich noch ein Teil von der Küche. Sehr gut. Großer Kühlschrank mit dabei. Das ist ein Tedford-Kühlschrank. Ich nehme an, ein Kompressor. Nee, warte mal, die meisten Kühlschränke sind ja... wie heißt das nochmal? Ja, ich weiß gerade auch nicht mehr. Was ist das nochmal für ein Kühlschrank? Das ist ein Kompressorkühlschrank. Ja, siehst du? Richtig. Und die anderen Varianten heißen immer, entweder es ist ein Kompressor oder ein Absorber. Okay, genau, das wollte ich wissen. Absorber oder ein 3-Wege-Kühlschrank. Das ist dasselbe, ne? Absorber und 3 Wege? Genau, die können dann 12 Volt, 230 Volt oder Gas. Okay, genau. Alles klar, wir zeigen gerade mal hier noch das Bad, dass wir der Vollständigkeit halber das auch noch mit dabei haben. Und dann können wir auch ihn noch mal fragen, ob wir was vergessen haben, irgendwelche Besonderheiten. Genau. Große Dusche mit dabei, hier mit einem Vorhang. Dann haben wir ein ausklappbares Waschbecken, wenn ich das richtig... Drücken, genau. Oh ja, sehr gut. Das finde ich auch gut. Oh, ja, Spiegelschrank von unten hatte gerade... Ah, okay. Aber was ist mit der Stange, die muss ich abnehmen vorher? Die ist normalerweise nicht mehr da, die tue ich nur zum Duschen hin. Ja. Und die Stange ist normalerweise, die ist nur gespannt. Also die kann... Achso, du kannst sie einfach rausnehmen. Ja. Okay. Na gut, klar, wenn man nicht so viel Platz hat, muss man sich irgendwelche Lösungen einfallen lassen. Ah, okay, die bleibt da hängen. Okay. Ja, die bleibt hängen. So, und jetzt kann ich auch den Spiegelschrank aufmachen. Könnte ich da hängen lassen, ich kann sie natürlich auch abnehmen. Ja, klar. Okay. Ja, finde ich aber immer super mit dem Spiegelschrank, dass man da hinten dran Platz hat. Dann, wenn ich das Waschbecken nicht mehr brauche, kann ich es auch wieder einziehen. Und eine Tedford Kassettentoilette. Ja, Kassettentoilette, gut. Ich zeig mal, ich habe extrem viel Beinfreiheit, also auch für dich gar kein Problem hier, oder? Eine große Sitzbank, auch für mich kein Problem. Ich habe natürlich, die Stehhöhe wird nicht größer im Rad, aber ansonsten geht es da schon. Ja. Da fängt das Abenteuer dann schon im Van an, genau. Ja, genau, auf jeden Fall. Aber man hat alles dabei und man ist auf 7 Meter mit dem Kastenwagen Offroad unterwegs und muss hier drin auf gar nichts verzichten. Wir haben hier im Bad sogar ein tolles kleines Fenster mit dabei. Ja, schöne Belichtung, gutes Licht auf jeden Fall hier drin. Ja. Küche haben wir jetzt eigentlich schon im Groben gezeigt, oder? Ja, genau. So, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, im Heck wahrscheinlich noch. Wir waren noch gar nicht im Heck, oder? Ja, die Betten haben wir schon ein bisschen gezeigt, aber... Von hinten? Ach so, ja, nee, können wir gerne mal machen. Die Garage? Genau. So, dann gehen wir doch noch mal nach außen und lassen die Leute, die ganz interessiert hier schon warten, mal ins Fahrzeug. So, wir haben hier, ich hatte es vorhin angekündigt, wir haben... Wahnsinn, hier hat man ja noch richtig viel Stauraum. Ja, also wir haben hier, das ganze Heck wurde auch noch mal umkonstruiert, umkonstruiert, so rum, ja. Umkonstruiert, also hier Platz für 1x5 Kilo. Mehr brauchen wir nicht, haben wir vorhin geklärt. Nee, genau. Ich meine, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der hat sogar gesagt, also er hat es ausprobiert mit 1x5 Kilo nur zum Kochen und er kocht auch richtig Braten und sowas. Ja. Bei ihm hält es circa 1,5 Jahre.
Also das sollte auf jeden Fall reichen dann, ja, okay. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie oft man verreist, ne? Aber Ja, aber man kann ja, also für eine Reise sollte das dann auf jeden Fall reichen. ja, natürlich. Du musst dich keine Gedanken machen. Also rein zum Kochen, das bringe ich in einer Reise gar nicht leer. Ja, Also es funktioniert wirklich gar nicht. Man kennt jetzt diese 2,75er Flaschen, na, sogar die reichen nur zum Kochen und die bringe ich fast nicht leer. Ne? Wenn ich richtig, also wirklich eine Gasheizung, das ist dann meistens dann der große Verbraucher. Es ist allerdings, also das Kochen, das wirklich nicht. Okay. Ja, und gerade wenn man so einen Adventure-Urlaub macht, da will man ja doch einiges wahrscheinlich mitnehmen. Ob es jetzt irgendwie Fahrräder, ja gut, Fahrräder passen hier nicht rein, aber man kann auf jeden Fall einiges laden hier hinten noch. Ja, ich meine, Fahrräder würden von der Höhe her schon reinpassen. Man müsste allerdings das Vorderrad rausnehmen. Das ist natürlich so ein Punkt, was im Kastenwagenbereich, würde ich jetzt mal sagen, kein Problem ist. Ja, es kommt halt auch immer drauf an, was man dann eben haben möchte. Ne? Also ob man viel Stauraum möchte, ob man schöne Küche haben will, ob man Längsschläfe hier haben will, wie auch immer. Also alles geht dann halt doch nicht auf Genau, dann haben wir noch Kastenwagen. eine Spezialität, die ich euch noch zeigen will. Spezialität? Aha, Also wir können hier, Das ist eigentlich auch cool. wir können hier hochklappen, natürlich normalerweise die Matratze runternehmen. Ich halte es jetzt einfach mal so. Das hält automatisch, weil ich dort einen Dämpfer habe. Ja. Dann stelle ich das wieder. Ja, aber Moment, was bringt mir das? Weil ich habe ja hier die Stange im Weg. Genau, Also laden kann ich da ja nichts, Ja, oder? na trotzdem, ne, wenn ich jetzt hier Ich dachte, wenn du mal schnell was vielleicht auch nehmen möchtest, Kissen ist kommen das mir vielleicht auch entgegen. gar nicht so unpraktisch. etwas hochstellen, dann natürlich. Ja, oder so, genau. Wenn ich etwas hätte, mache ich es trotzdem mal. Ne? Ja, okay. Wir zeigen es mal. So. Ja. Ach so, ja, okay. Hält auch so Etwas, was etwas höher ist halt. Ich kann jetzt hier stellen oder wenn ich jetzt hier sage, ich habe trotzdem ein Fahrrad, ne, was ich dann passt da hier, schon locker rein, ja? ja, was ich dann hier Okay, drunter verstehe. hinstelle. Na, das ist die Idee hinter dem hochklappbaren Bett. Ja. Finde ich gut. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles gezeigt. Das Video ist extrem lang geworden für das Fahrzeug, aber es gab natürlich auch einiges zu sehen. Und vielen, vielen Dank. Sollen wir die anderen Grundrisse auch nochmal angucken? Schnell? Ja, machen wir, aber dafür machen wir ein extra Video tatsächlich. Genau, das machen wir dann kürzer, weil wir haben jetzt durchgehört. Genau. Vielen Dank. Stell ich gerade noch mal kurz vor oder wiederhole es nochmal. Sehr gerne. Also mein Name ist Luc Schöters, betreue den Export, also Export Sales Manager nennt sich, ist die genaue Berufsbezeichnung und betreue eigentlich die schönen Länder wie Niederlande, Belgien, England, Norwegen, Schweden, Estland und Polen. Doch alle Sprachen. Nee, nur 3 tatsächlich. Also 3 Sprachen. ja, gebürtig Niederländisch, ne, man hört es am Namen und dann Wow, aber dafür sprichst du sehr, sehr gut Deutsch. ja, und dann Ich bin mir eben auch nicht sicher, ob er Deutsch oder Niederländisch ist. Man hört dich nicht, Jan. Sie hat gesagt, sie ist sich nicht sicher, ob Deutsch oder Niederländisch, ja. und das ist, also ich bin Niederländer und wohne aber schon 15 Jahre in Deutschland. Vielleicht Die Sprache ist ja doch relativ ähnlich, ne? ja, also ja, in die Richtung zumindest. Germanischen Sprachbereich sagt man immer, ne? Genau wie Englisch dann auch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis gleich.